nur der BVB. Einmal Borussia, immer Borussia. Es war ein sehr emotionaler Nachmittag für Borussia Dortmund, der im Zeichen vieler Abschiede stand. Am Ende gewinnt der BVB auch das Spiel gegen Hertha BSC mit 2:1. Damit begrüße ich euch zum Spieltagsrückblick. Wir wollen auch gar nicht viel erzählen, sondern sofort die Protagonisten zu Wort kommen lassen. Dan Axel Zagadou auf Deutsch, Marcel Schmelzer, der eventuell neuer Capo auf der Südtribüne wird, und Roman Bürki. Mit allen dreien habe ich nach dem Spiel gesprochen. Daxo, dein letztes Spiel für den BVB, wie war es? War sehr gut, sehr intensiv und viel emotional. Vor dem Spiel bist du zusammen mit Axel vor die Südtribüne gegangen. Wie war das für dich? Ja, war verrückt. Yeah, war. Ich habe keine Worte. Super, ja, super. Das 0:1 für Hertha war nach einem Elfmeter, wo du faul gespielt hast. Wie froh bist du, dass es am Ende trotzdem ein Sieg wurde, dass ihr nicht verloren habt, das letzte Spiel? Das ist super, weil mein letztes Spiel, okay, war Elfmeter, aber die Siege ist wichtig, Donc, ja, super. Letztes Spiel, Siege, alles super, alles gut. Seit wann ist dein Deutsch so gut? Seit 5 Jahren, aber ich habe ein bisschen Angst. Aber heute ist mein letztes Spiel, so ich kann ein bisschen Deutsch sprechen für die Fans. Ja. Das ist hervorragend. Hast du noch eine Botschaft für die Fans? Ja, danke schön für alles. Ja, einmal Borussia, immer Borussia. Roman, donnernder Applaus, Sprechchöre und das alles schon vor dem Spiel. Wie emotional war das für dich vor der Süd? Ja, ich glaube, wie man gesehen hat, sehr. Auf sowas kannst du dich halt nicht vorbereiten. Ich kam eigentlich mit einem sehr guten Gefühl hierhin auch und wollte eigentlich auch stark sein, mich voll aufs Spiel konzentrieren, weil ich habe schon eine Weile nicht gespielt gehabt. Das Spiel habe ich gut hingekriegt, das andere, stark bleiben, war schwierig. Natürlich auch durch den Gesang der Fans, ist unglaublich, sowas kannst du nicht erwarten und wenn es dann kommt, ist es extrem schwierig, wie gesagt, die Emotionen im Griff zu haben, aber es ist ein schönes Gefühl, so gefeiert zu werden und verabschiedet zu werden. Es zeigt einmal mehr, dass Borussia Dortmund ein sehr großer Verein ist und vor allem die Süd nicht vergisst, was ein Spieler oder Funktionäre für den Club getan haben. Du hast es angesprochen, du hast eine Zeit lang nicht gespielt. Wann wusstest du denn, dass du spielen wirst heute? Und wie sehr hast du dich auch gefreut darüber, dass du dich auf dem Platz verabschieden kannst? Denn das ist ja, denke ich, das Ziel eines jeden Spielers. Ja, der Trainer hat mich erst gestern ins Büro gerufen und mich gefragt, ob ich Bock habe zu spielen. Da habe ich gesagt, ja klar. Ich habe immer Bock, vor allem zu Hause, ausverkauft, zu spielen. Und ja, so habe ich es eigentlich erfahren. Aber ich bin natürlich überglücklich, dass wir das so hingekriegt haben. Auch vielen Dank an der Stelle nochmal vom Trainer fürs Vertrauen. Und, ja. Gibt es noch letzte abschließende Worte, die du vielleicht an die Fans richten möchtest? Ja, auf jeden Fall ein sehr großes Dankeschön für all die Jahre, für den Support. Ihr standet immer hinter mir, auch wenn es manchmal nicht so einfach war. Schwierige Situationen haben wir durchlebt zusammen und natürlich die schönen. Und das heute haben wir wirklich einfach nochmal, war das Tüpfelchen auf dem i, würde ich mal sagen. Es ist unglaublich, was ihr auf die Beine stellt, wie ihr die Spieler, Funktionäre oder wer auch immer feiert. Und bleibt so, wie ihr seid und unterstützt auch nächstes Jahr Borussia Dortmund, so wie es diese Saison gemacht hat. Und ich werde das natürlich auch aus der Ferne, aus Amerika tun.
das war ein sehr, sehr emotionaler Tag heute für dich. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt. Wie fühlst du dich gerade? Ich glaube, zu Hause wird alles rauskommen, was sich jetzt gerade alles so an Gefühlen anstaut. Weil jetzt kann ich es auch noch gar nicht beschreiben. Ich bin einfach unendlich dankbar dafür. Für diesen Tag, für, wie ich es gerade schon auch den Fans gesagt habe, für diese 17 Jahre. Und ich weiß, dass es Höhen und Tiefen waren, aber nur dann ist es halt auch einfach eine geile Zeit, wenn man auch diese Tiefen miteinander überstanden hatte. Und es war einfach auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Und ich bin einfach mega dankbar dafür. Jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, du weißt noch nicht genau, was du nach der Karriere machst. Ich glaube, das ist jetzt klar, oder? Also ab der nächsten Saison sehen wir dich auf der Süd als Capo, oder? Ja, die Jungs haben es auch gerade schon gesagt, okay, wenn du es gut machst, hast du den Job. Und danach haben sie gesagt, okay, du kannst wiederkommen. Aber ich glaube, die Jungs, ich bin ja jetzt schon, meine Stimme geht ja jetzt schon langsam weg von den 30 Sekunden. Und die Jungs machen das ja jede Woche über 90 Minuten. Das ist schon phänomenal. Und es war ein wahnsinnig geiles Gefühl, dort zu sein. Und wie gesagt, jeder, der das sieht, vielen Dank dafür, dass es möglich gemacht wurde und für diesen schönen Tag. Warst ja sehr textsicher. Wir haben das auch nicht anders erwartet. Bewusst ausgewählt, die beiden Lieder, oder kam das spontan? Ja, ich glaube, die waren einfach passend. Klar gibt es auch noch den internationalen Song, aber ich weiß nicht, der wäre heute irgendwie ein bisschen auch untergegangen. Obwohl der natürlich von der Stimmung auch ganz gut ist, aber ja, es sind so die beiden Songs, glaube ich, die jetzt ganz passend für Michael und für mich und auch für Roman waren. Und was denkst du, wie geht der Abend jetzt noch weiter? Wie schläfst du heute Abend ein, mit was für einem Gefühl? Ehrlich gesagt, ich bin gespannt, weil im Moment bin ich einfach nur platt. Ich habe auch mir gar nichts vorgenommen, sondern ich werde einfach nur nach Hause und ich glaube, dann wird so langsam nach und nach alles wiederkommen und dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Gefühl dann auch rausgelassen.